So, ich habe hier den Frieder. Der hat auf der YCS Prag Top 32 gemacht, mit einem etwas ungewöhnlichen Deck. Wie bist du gegangen in den Ich Swissruns? bin 9-2 gegangen. Tag 2 war ich die ganze Zeit on the bubble und habe dann mein Future Match on the bubble 11. Runde on Stream gewonnen. Okay, und was hast du gespielt? Ich habe ABC 2 Draco mit Brilliant Fusion gespielt. Wie bist du zu der Entscheidung gekommen? Es gibt ja viele Decks, Trickstar, Spiral. Ja, ich wollte halt, die Teile an sich machen alleine nichts, aber sie sind halt stark, relativ stark mit ihren ATK. Ich wollte halt über viel rüber rennen und ich wollte halt mehr Monster als andere Decks haben, die ich normal sammeln kann, um damit öfter meine Kombos zu starten. Okay, dann würde ich sagen, steigen wir am besten mal gleich ins Deckprofil ein. Ja, ich habe 3A gespielt, ich habe mich dazu entschieden 3A zu spielen, weil ich einfach wollte, dass ich so oft wie möglich einen 1-9er habe, weil er über Candina und Lycoris einfach rüberkommt und einfach mit Double Helix und Super Agent crashen kann. Das ist halt mega gut. Wenn man dann schon einen anderen im Friedhof hat, dann kann man halt wieder einen zurücknehmen. Dann habe ich 3B gespielt, diesen Standard. Top 32 habe ich verloren, weil ich davon 3 gezogen habe. 3C auch 3, weil du machst halt starke Kombos mit dem, wenn du den einfach immer wieder einen specialen kannst, zum Beispiel auch B, dann kannst du immer wieder einen adden, einen specialen und so kannst du halt neben deinen Buster und Deco Talker noch viele andere Rang 4s oder ein Masterpiece legen. Halt sehr gut. Habe ich halt noch 2 Silber Gadgets gespielt, die sind halt gut. Mit Diagram hast du halt ohne Normal Summon einen Rang 4 oder einen Link 2er. Also Normal Summon, und du brauchst halt einen Teil dafür. Oder sie sind halt ohne Diagram auch Extender für einfach einen Rang 4 zu gehen. Genauso wie 2 Gold Gadgets. Natürlich. Ja. 3 sind zu viel, einer ist zu wenig, weil dann hast du manchmal ein Silber und ein Gold, dann kannst du mit Diagram den nicht mehr schießen, um plus zu gewinnen. 2 Masterpiece. Ich spiele 2, weil ich Pots spiele. Und ich wollte halt. Manchmal braucht man den zweiten halt wirklich, weil man ein Verband ist halt nicht so schlimm. Der ist halt gut, weil man. Der ist halt. An sich ist er nicht gut. Ist halt nur gut, wenn der Gegner halt nicht so damit rechnet. Und kein Out hat. Das ist natürlich auch gut. Dann spiele ich einen Trickclown. Der ist ganz okay. Manchmal stört er mich, dass er 1000 macht. Dann lege ich lieber ein A, B oder C Teil rein. Wenn ich noch 2 andere auf der Hand habe. Weil dann kann ich auch so, wenn ich Brilliant Fusion und Teile Hardware, Bastard Dragon machen. Ein Garnet. Wie oft kam diese Karte heute tot? Ich habe die einmal gezogen, glaube ich nur. Wow. Also gestern, glaube ich sogar nur. Ja, aber ich habe ganz oft auch die Brilliants rausgezeigt, muss ich ehrlich sagen. Also, ich weiß nicht, ob ich den öfter gezogen hätte. Shoutouts an Brick Arndt. Das ist nicht seiner, aber trotzdem. Ein Maxe. Standard habe ich halt relativ aufgezogen. Und dann 3 Ashes. Die sind halt Standard. Ich habe mich dazu entschieden, nur 4 Handtraps zu spielen, weil ich einfach wollte, dass ich nur die besten Handtraps spiele, die für sich was machen und wo du dann nicht 2 hast, um den ganzen Turn aufzuhalten. Und du brauchst halt mehrere Karten, um zu spielen und um massive Felder aufzubauen. Darum kann man auch nicht so viele spielen. Dann 3 Hangar, Standard, beste Karte. 3 Diagram, die sind halt eher Extender. Und die machen dir halt dein Buster First Turn einfacher. Manchmal ist es schade, dass du den Hangar weglegen musst. Aber lieber den Hangar weglegen, als kein Buster zu haben, würde ich sagen, ne? Außer wenn man gereaper wird. 3 Terraforming, ja, ist klar. Eine Set Rotation, da ich 2 verschiedene spiele. Kam sogar 2-mal, habe ich die gezogen. War ganz okay. Dann 3 Brilliant. Ich habe wie gesagt die manchmal rausgezeigt, weil ich dachte, ja, er boardet so Sachen wie Twinfisser oder Cyclones, weil die Feeds sind schon wichtig in dem Deck. Und dann habe ich die lieber rausgezeigt. Aber die baiten halt auch Ash zur Not, wenn man den Hangar unbedingt durchkommen möchte. Habe ich mich dazu entschieden, jedes Spell einmal zu spielen. Die kam einmal gut. Ich habe 2 Karten gezogen gegen 2 Draco. Die ist auch gut, manchmal im Late Game. Was nicht vorkam, muss ich sagen. Aber kannst halt wieder reinschaffeln und eine ziehen. Und du kannst halt theoretisch 2-mal Tribut beschwören. 2 Desires, ich spiele 42 Karten. Man will eine Karte mehr haben. Darum spiele ich auch alle Teile 3-mal. Ein Ragigi, nie gebraucht, einmal gezogen, cutte ich. Soul Charge, die ist gut. Manchmal ist das so, du machst einen Decode und hast aber so nicht, dass du C und so triggern kannst, ne?
Dann, und du wirst gecherries, dann kannst du damit halt Rang 4 Spam und den Gegner kontrollieren, das ist gut. Oder du setzt sie einfach, damit er die nicht Reincarnation kann und er vergisst mit Light Stage sie am Friedhof zu legen. Aha, das war vielleicht eine Anspielung? Nee, glaube ich nicht. Okay, gut. Gut, dass man das nicht im Stream gesehen hat. Ja. Spiele ich einmal die Apokalypse und einmal die Return. Also, ich habe die On-Field-Effekte nie benutzt. Ich weiß auch nicht, ob ich im Gegnerzug die Tributbeschwörungseffekte genutzt habe. Ich habe, glaube ich, eigentlich nur in meinem Zug die weggelegt, um Tribut zu beschwören. Wenn überhaupt. Also. Okay, dann extra Deck würde ich Oder sagen. Side-Deck erst, mir ist egal. Ich würde erst Side-Deck machen. Ja, machen wir jetzt. Ja, okay. Er hat 3 Evenly Match gespielt, dann kann Andreas. Die waren sehr gut. Ich bin fast immer Second gegangen. Auch wenn ich die erste Runde verloren habe ich die reingemacht. Ja, die waren sehr gut. Eine Skill Drain. Ich fand die Idee eigentlich ganz gut, aber ich dachte mir so, ja, im Turnier, bin eh fast nie First gegangen. Oder ich wusste nicht, dass ich First gehe, darum habe ich sie nie reingebordet. Die waren ganz okay, die waren vorher eigentlich besser, aber ich habe die immer doppelt gezogen und immer nur Ausgleich damit gemacht eigentlich. Und die waren gegen Spiral gedacht? Gegen Spiral und sowas wie ABC sind die auch ganz okay. Okay. Oder gegen Two Draco sind die auch ganz okay. Wenn du Second gehst, kannst du halt einfach die machen und dann hat er keine Helm-Schichten, kein Teil. Kein Darkhold. Habe ich nie reingebordet. Doch, gegen Nurseman habe ich die reingebordet. Gegen Nurseman, ja. 2 Cycles, spiele ich 3 nächstes Mal. Ich weiß noch nicht, ich habe die auch eigentlich gar nicht so oft reingebordet, aber 3 sind Pflicht eigentlich. 3 Gammas und ein Driver, danke an Olex. Einmal reingebordet, Driver gezogen. Wow. Die waren nicht sehr gut, ja? Nein, 2, die kommen auf jeden Fall raus. 2 Kaijus, die waren sehr gut. 2 verschiedene, weil ich manchmal haben wir 2 vielleicht. Und den kann man auch so outen. Ist eigentlich egal, die 200 und DK mehr. Okay, dann extra Deck. Ja, extra Deck. Da ist ich weiß nicht, ob das gut oder nicht ist, 3 Buster. Ich glaube, den spiele ich nur auf 1. Ich finde den ernsthaft nicht so gut. Ich wurde halt fast jedes Game gecherried. Du willst ja nicht wirklich auf 1 spielen. Ich wurde aber jedes Game gecherried, also habe ich sozusagen ganz oft mit 0 Bustern gespielt. Eine Seraphinit für Brilliant. Ja. Ich habe Brilliant nur gespielt, weil DT. Ja, nein, ist klar. Ein Dweller ist Unfirst. Schaut jetzt an Max Daudert. Der will den auch nicht haben. Den habe ich. Ich glaube, den habe ich sogar gegen Two Draco gemacht. Ein Babuska. Ein Tornado, der ist sehr gut. Ja, 2 sind zu viel, aber einer ist rein. Der ist sehr gut. Wenn man den nicht spielt, dann ist man nicht würdig. Der ist so gut, ne? Ich hab so reingelagt einmal mit denen. Ich hab Cherry auf Buster kassiert. Ich konnte aber Deco-Talker machen und hab Soul Charge aktiviert. Auf 4 Monster. Ich mach den, wirf eine Handkarte ab, zieh 2, mach Boguska, denn ich hab gezogen mit dem, Return und Masterpiece. Wow. War schon saftig. Ja. Ein Dive, der ist gut, weil er halt deine Monsterzone killt. Mehr Und als einen brauchst du da auch nicht? Nie, kein Platz. Okay. Ich weiß nicht, ob ich 2 spielen würde. Das Problem ist halt, du hast keine 2000 mehr auf dem Feld dann. Das ist halt nicht der Sinn des Decks. Der Sinn des Decks ist halt, der Gegner so mit Monstern tot zu schmeißen, dass er am Ende kein Leben mehr hat. Ein Utopia und ein Lightning. Der Lightning ist lower, weil er von John ist. Ich kann dafür nix. John ist scheiße. Also der muss Ulti. Ja, meiner ist noch nicht angekommen. Alles klar. Ein Omega für die Gammas. Wie gesagt, nie gemacht. Tue ich raus. Die Idee war gut, aber ich glaube, ich hätte den doch lieber Max Max weitergeliehen. Eine Akashik, die ist gut, weil du musst halt, du machst halt Proxy, damit du C machen kannst und also mit dem C das nächste Teil specialen kannst, um deinen Deco zu machen. Aber manchmal hast du halt kein C, dann hast du mit Hunger nur A und B, dann machst du halt und Gadget und so, dann machst du halt den, damit du deinen Buster auch so machen kannst. Du weißt, was ich meine, glaube ich, ne? Da habe ich gerade noch ein bisschen selbst verwirrt. Also damit du nicht von dem C-Trigger und aus der Hand specialen abhängig bist, damit du Buster machen kannst. Okay, ja.
Ja. Dann ein Proxy. Wie gesagt, mit C, dann macht man den, dann triggert das, dann kannst du deinen letzten Teil aus der Hand specialen und dann den Decode zu machen. Okay. Und wenn man halt nicht aus der Hand specialen kann, dann macht man halt die Akashic, damit man den Buster theoretisch da unterlegen kann. Okay, das war dein Deck. Ja. Du hast schon zu vielen Karten gesagt, dass du sie nicht so gerne hättest spielen wollen. Was hättest du eher im Side-Deck gehabt zum Beispiel? Ich hätte im Side-Deck eher, ich weiß gar nicht, eigentlich war das richtig geil, ich habe die Karten immer gesidet, die ich auch so gesidet habe. Ich habe eigentlich immer fast das gleiche gesidet. Also ich habe immer die Kaijus gesidet, oft immer die Space Shading oder die Cosmics, also so im Wechsel. Und die Evenies eigentlich. Und viel mehr habe ich gar nicht gesidet. Hast du sonst Karten vermisst, die du vielleicht im Side hättest spielen können? Ich weiß nicht, ich hätte... eigentlich nicht so. Vielleicht noch einen dritten Cosmic, aber... Okay. Es Ja. lief ja auch so recht gut für dich. Ja, eigentlich ist das Deck... Ich summon Quick, weil der Gegner eine Handtrap hat. Ich summon ein Teil, equip es und greife an. Und dann im nächsten Zug mache ich ein bisschen was mehr. Manchmal kann man halt im First Turn schon was machen. Aber nicht immer. Das ist halt das Problem bei dem Deck. Sonst wird es auch noch viel populärer sein, denke ich. Okay, gut. Dann möchtest du vielleicht noch jemanden grüßen? Ja, ich grüße die Baltic Bloodwoods. Alle, die mit mir gereist sind, also hierher gereist sind. Alle, die ich kenne und die ich getroffen habe. Also Milke und der Rest, der Kieler und Flensburg und so weiter. John und Tim, weil das meine Besten sind. Und ich frage mich auch, warum die noch nicht da sind. Aber die haben ganz schön rumgecringed, als ich Feature-Match hatte. Quentin mit Wilde. Ultimativer Tyranno. Ja. Und ja, alle, die mir Karten geliehen haben. Okay, dann bedanke ich mich für das Profile. Ja, kein Problem.